Vor kurzem erreichte der Goldpreis einen neuen Höchststand. Eine Feinunze wurde mit $2.195 gehandelt. Allein in den letzten 12 Monaten ist der Goldwert damit um mehr als 5% gestiegen und setzt seinen Aufwärtstrend weiter fort, was dazu geführt hat, dass sich der Preis in den letzten 10 Jahren sogar verdoppelt hat. Das weckt Begehrlichkeiten und angesichts knapper Kassen der öffentlichen Hand kann man nicht vorsichtig genug sein, was die sichere Aufbewahrung seines Goldes anbelangt. Ich rate dir dazu, dein Gold außerhalb der EU zu lagern und wie das geht, damit beschäftigen wir uns in diesem Video. An dieser Stelle möchte ich zunächst auch nochmal anmerken, dass ich niemand bin, der Gold für ein Allheilmittel hält und dir rät, blind dein ganzes Vermögen in Edelmetalle zu stecken. Ich bin keiner der penetrant unangenehmen Goldverkäufer, die sich so auf YouTube tummeln. Und ganz im Ernst, der Goldpreis mag sich in den letzten 10 Jahren verdoppelt haben. Viele Aktien haben deutlich mehr an Wert gewonnen. Aber eins ist klar, Experten gehen davon aus, dass der Goldpreis auf längere Sicht weiterhin stetig steigen wird. Und in Zeiten globaler wirtschaftlicher Unsicherheit ist Gold ein sicherer Hafen, der eben spürbare Sicherheit bietet, etwas zum Anfassen. Wie bei jedem Rohstoff kann der Goldpreis schwanken, doch die langfristige Widerstandsfähigkeit macht Gold zum perfekten Schutz sowohl gegen kurzfristige Marktschocks als auch gegen längere Perioden wirtschaftlicher oder geopolitischer Unsicherheit. Es dürfte keine Überraschung sein zu hören, dass immer mehr Regierungen, insbesondere China, begonnen haben, Gold in größeren Mengen zu lagern, was den Wert des Goldes natürlich weiter steigert. Aufgrund dieser Vorteile ist der Kauf von Gold als Teil eines diversifizierten Vermögensportfolios in der Regel eine sinnvolle Entscheidung. Die Frage ist nur, wie und wo du dein Gold bzw. auch andere Edelmetalle lagern kannst. Angesichts grassierender Vermögensteuern und anderer politischer Machenschaften rund um Überwachung, den Zugriff auf Edelmetalle und Vermögen im Allgemeinen ist es wichtig, einen sicheren Aufbewahrungsort für dein Gold zu haben, unabhängig von deinem Wohnort. Ich glaube, dass gerade die Offshore-Lagerung von Gold außerhalb deines Heimatlandes ein wichtiger Schritt zur finanziellen Diversifizierung ist. Denn wir alle wissen bekanntlich, dass Gold in der Vergangenheit durch den Staat konfisziert wurde. Und warum sollte das nicht wieder irgendwann auf der Agenda irgendeiner Regierung stehen? Und ganz nebenbei als Bonus, Edelmetalle, die im Ausland und außerhalb des Bankensystems verwahrt werden, sind gesetzlich nicht meldepflichtig im Rahmen des Datenaustauschs nach OECD-CRS. Wie sich das mit einem EU-Vermögensregister in Zukunft entwickeln wird, werden wir abwarten müssen. Aber nochmal, wir sprechen natürlich nicht von der Aufbewahrung deines Goldes in einem Bankschließfach. Wir sprechen hier von speziell dafür entwickelten und gebauten Gold- und Edelmetalllagern mit höchstem Sicherheitsniveau und Erfahrung mit sehr vermögenden Privatpersonen und Institutionen. Aber bevor wir jetzt zu einzelnen Ländern kommen, wo du dein Gold sicher aufbewahren kannst, lass uns nochmal einen Blick auf meine Checkliste für die Goldlagerung werfen. Anschließend untersuchen wir einige der gängigsten Länder für die Lagerung von Gold und Silber im Offshore-Bereich und werden dann unsere besten Empfehlungen nennen. Lass uns jetzt über meine Kriterien für den besten und sichersten Ort zur Goldaufbewahrung sprechen. Punkt 1. Dein Gold sollte außerhalb deines Heimatlandes gelagert werden, um Vermögensschutz vor deiner eigenen Regierung zu gewährleisten. Ein Grund für den Goldkauf ist ja die Lösung von einem einzelnen Land und einem Währungssystem. Es macht freilich Sinn, einige Goldmünzen oder Silberbarren in einem Tresor zu Hause aufzubewahren, nicht jedoch deinen gesamten Bestand. Punkt 2. Dein Gold sollte in einem sicheren Staat gelagert werden, der sich historisch als sicher erwiesen hat. Während ich unsere Mandanten oft ermutige, Zweitpässe und sogar Offshore-Bankkonten in Schwellenländern in Betracht zu ziehen, um eine internationale Diversifizierung zu schaffen, müssen wir dir dringend davon abraten, dein Gold in solchen Ländern zu lagern. Punkt 3. Vermeide Länder, die in unheilige Allianzen verstrickt sind, sofern diese ein Risiko für dich darstellen. Die Lagerung von Gold in London wird nach dem Brexit zum Beispiel interessanter, ebenso wie die Lagerung von Gold in der Schweiz. So sehr ich Irland als Land mag, macht mir die Mitgliedschaft in der Europäischen Union Angst. Daher würde ich Orte wie Dublin, Amsterdam oder Frankfurt
als meine erste Wahl eher meiden. Die Europäische Union wird wahrscheinlich keine vollständige Goldkonfiszierung einführen und diese Orte mögen als sekundäre Lagerorte gut sein, aber sie wären nicht meine erste Wahl. Punkt 4 meiner Checkliste. Vermeide Länder, die unter der Fuchtel größerer Mächte stehen. Während Kanada ein neutrales Land ohne wirkliche unheilige Allianzen ist, sind sie Busenfreunde der USA. Wenn du persönlich Amerikaner bist oder in den Vereinigten Staaten lebst, würde ich Kanada an deiner Stelle nicht vertrauen. Kanada könnte jedoch für Nicht-Amerikaner und Nicht-Kanadier sehr gut geeignet sein. Punkt 5 meiner Checkliste. Ebenso kann ich mich dafür entscheiden oder auch nicht, Länder zu bevorzugen, die nicht unter dem Druck anderer Mächte stehen. Aus diesem Grund könnte die Lagerung von Gold in Hongkong eine interessante Put-Option in der westlichen Welt sein. So viele Probleme Hongkong auch hatte in den letzten Jahren, es ist immer noch ein Teil Chinas. Und das kann deinen Vermögensschutz tatsächlich verbessern. Denn es wird sich niemand mit China anlegen, das ist ja klar. Punkt 6. Vermeide die Lagerung von Gold in Ländern, die nicht über hochsichere physische Goldlagerdienstleister verfügen. Obwohl Panama ein durchaus interessantes und neutrales Land ist, das günstig gelegen zwischen Nord- und Südamerika liegt, bin ich von den Anbietern dort ehrlich gesagt nicht sehr beeindruckt. Dein Gold und Silber sollte unter strengsten Sicherheitsmaßnahmen aufbewahrt werden. Es gibt viele Offshore-Goldlagerstellen, die für einen James-Bond-Film geeignet sind. Gebe dich nicht mit denen zufrieden, die nur zweitklassig sind. Und schließlich der 7. und letzte Punkt meiner Checkliste. Dein Gold und Silber sollte an einem Ort bei geeigneten Fachleuten gelagert werden, die dein Gold überall auf der Welt verkaufen, lagern, zurückkaufen und deine Gelder dir auf ein Bankkonto überweisen können. Du kannst dein Gold als ultimativen Schutz gegen den Westen im Teheran lagern. Ja, das geht vielleicht. Aber wen würdest du anrufen, wenn du es verkaufen willst? Wie würdest du kommunizieren? Und wie würdest du an deinen Verkaufserlös kommen? Wähle ein Land mit guter Bankeninfrastruktur und qualifizierten Fachkräften, die Erfahrung im Edelmetallgeschäft haben. Soweit meine Checkliste. Durch die Anwendung dieser Kriterien können wir viele Länder und viele private Goldlagerstätten ganz sicherlich ausschließen. Als jemand, der einen Zweitwohnsitz in den USA hat, würde ich mich nicht dafür entscheiden, mein Gold in den Vereinigten Staaten aufzubewahren. Und ich empfehle auch niemandem mit einer Verbindung zu den Vereinigten Staaten, dies zu tun. Wer keinen Bezug zu den USA hat, für den können die USA als Goldlagerstätte geradezu ideal sein. Ich würde auf jeden Fall Länder der Europäischen Union eliminieren. Zwar gibt es in Ländern wie Österreich immer noch ein Mindestmaß an Gesetzen zum Bankgeheimnis, aber es gibt eben in den EU-Ländern zu viele Vorschriften und auch immer diese moralische Empörung und diesen Drang gegen die Reichen vorzugehen. Daher wäre die Europäische Union nie meine Wahl, um dort mein Gold zu lagern. Jetzt mit den neuen Regelungen der EU zur lückenlosen Überwachung von Vermögen sowieso nicht mehr. Was sind nun die besten Orte zur Offshore-Lagerung von Gold? Heutzutage ist es einfach, Gold zu kaufen. Vielerorts bieten Goldhändler den Verkauf und die Lieferung direkt an deine Haustür an. Und überall, wo du hingehst, sind Goldgeschäfte ein alltäglicher Anblick. Der schwierige Teil besteht darin, zu wissen, was du mit dem Gold oder auch dem Silber tun sollst, wenn du es einmal gekauft hast. Natürlich, mir ist klar, manche Menschen mögen ihr Gold auf jeden Fall in einer Kaffeedose aufbewahren und es im Garten vergraben. Aber kluge Anleger wissen, dass man Gold an einem sicheren Ort aufbewahren muss. Für international denkende Menschen bedeutet dies zudem, dass sie ihre Edelmetalle im Ausland lagern. Aber in welchem Land, fragst du nun? Nun, die Welt ist groß und nicht jedes Land ist gleich, insbesondere wenn es um die Offshore-Goldlagerung geht. Im Folgenden stellen wir dir 7 Länder außerhalb der EU vor, in denen du dein Gold lagern kannst. Wir können in jedem dieser Länder einen Dienstleister für die sichere Aufbewahrung deiner Edelmetalle empfehlen. In der Beschreibung zu diesem Video ist ein Link zu einem Formular auf unserer Webseite. Lass uns dort in diesem Formular deine Kontaktdetails wissen, sende das Formular ab und wir schicken dir per E-Mail unsere Liste der Serviceanbieter, die in diesen Ländern, die wir hier vorstellen, jetzt dein Gold lagern können.
Bei manchen bekommst du auch noch ganz interessante Rabatte, wenn du dort berichtest, dass dich Perspektive Ausland geschickt hat. Land Nummer 1 und ganz sicher unser Top-Favorit, das dürfte dich nicht überraschen, ist Singapur. Bereits Anfang der 2010er Jahre beschloss Singapur, die Mehrwertsteuer beim Kauf von Edelmetallen zu streichen, die es bis dahin dort noch gab. Die Regierung beschloss außerdem, den Handel und die Aufbewahrung von Gold im Stadtstaat für jedermann zu erleichtern, sei es natürliche Personen oder eben Personen, die dort mit ihrem Business eine Goldbewahrung anbieten. Als Ergebnis dieser Politik hat sich Singapur aus der relativen Verborgenheit zu einem der besten Vermögensoasen der Welt für Edelmetallinvestoren entwickelt, muss man tatsächlich so sagen. Singapur ist ganz klar meine erste Wahl für die Goldlagerung ohne Wenn und Aber. Du kannst dich erinnern, wir hatten hier auch schon diverse Kollegen zu Gast auf diesem Podcast, die ja hier entsprechende Anbieter in Singapur sind. Der Stadtstaat gilt ja schon lange als die Schweiz Asiens. Er ist modern, effizient und reaktionsschnell. Und Korruption und Kriminalität sind praktisch nicht existent. Die privaten Goldlagerstätten in Singapur sind moderner als in allen Ländern. Viel moderner zum Beispiel als in der Schweiz. Einige bieten sogar Online-Zugriff auf die Tresore und du kannst sogar Fotos deines konkreten Goldes sehen. Es gibt ein gut funktionierendes Ökosystem, in dem du dein Gold und Silber kaufen, verkaufen, tauschen und sogar beleihen kannst. Und das alles zu recht angemessenen Preisen. Der Inselstaat verfügt außerdem über den Vorteil von Unabhängigkeit und Sicherheit. Die Malaysier zum Beispiel würden nie in Singapur einmarschieren. In Bezug auf die geografischen Vorteile liegt es auf dem Niveau Neuseelands, bietet jedoch viel bessere Dienstleistungen. Während es bei der Vermögensverwaltung in Europa der alten Schule darum geht, dein Geld zu parken und dort zu belassen, ohne viele Transaktionen durchzuführen, geht es in Singapur darum, dass du vielleicht nur eine einzige Silbermünze kaufst und dann gleichzeitig dort eine Art Konto eröffnest. Du kannst zwar jederzeit mehr kaufen, aber bei vielen Anbietern kannst du mit der Lagerung beginnen, indem du nur $20 für Gold ausgibst. Und wenn du bereits Gold und Silber hast, kannst du diese nach Singapur transportieren lassen und diese können dort dann ebenfalls bei deinem Lager gelagert werden. In einer Zeit, in der es in Europa immer turbulenter zugeht, entwickelt sich Singapur zu einem neuen Wohlstandszentrum. Es gibt dort viele Unternehmen, die mittlerweile Geld gegen Gold leihen. Ich selber mache zwar grundsätzlich keine Schulden, aber wenn man Gold hat, kann man es als Sicherheit für ein Darlehen verwenden. Es ist auch möglich, in Singapur Gold ohne Spread zu kaufen. Du kannst auch kaufen und es mit anderen Kunden tauschen. Es gibt viele Innovationen, die die Dinge in Singapur ständig einfacher machen. Neulich habe ich sogar von einem Anbieter gehört, der eine goldgedeckte Debitcard auf den Markt gebracht hat. Du kannst dort dein Gold und Silber verkaufen und das Gold wird dann deiner Debitkarte gutgeschrieben, also eine Art Prepaid-Karte. Diese wird direkt vom Händler ausgestellt. Du kannst diese Karte dann überall auf der Welt in verschiedenen Währungen verwenden. Mit diesem Setup musst du dein Geld nicht mehr von deinem Goldkonto zurück in das Bankensystem überweisen. Du kannst einfach diese Debitkarte verwenden. Bei kleineren Verkäufen sicherlich sehr sinnvoll. Das sind nur einige Beispiele für die interessanten Innovationen, die es in Singapur gibt. Aus diesem Grund belegt Singapur den ersten Platz auf dieser Liste. Nicht unbedingt, weil es zweifellos der beste Ort ist, um Gold aufzubewahren, auch wenn es dafür sicherlich ein Argument geben könnte, sondern weil die Branche dort extrem innovativ ist. Platz 2 auf unserer Liste: Neuseeland. Die abgelegene Lage Neuseelands macht es zu einem der besten Länder für die Lagerung von Gold. Obwohl Neuseeland bedauerlicherweise Teil des Five Eyes Spionageprogramm ist, handelt es sich unbestreitbar um ein Land, das politisch eher neutral geblieben ist. Mir ist klar, hier gibt es viele Kritikpunkte, wie sich Neuseeland während der Pandemie verhalten hat, beziehungsweise die Politiker dort extrem streng waren und das Land komplett abgeschottet haben, worunter viele Bürger tatsächlich stark gelitten haben. Aber für die Goldlagerung mag das ein Vorteil sein. Nein, Neuseeland ist kein Niedrigsteuerland, aber es ist sehr wohlhabend. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Regierung dort über die Stränge schlagen würde und Gold beschlagnahmen wird.
Ich mag Neuseeland auch, weil es weit weg ist vom Chaos in Europa, generell vom Chaos der sonstigen Welt. Dank der Lage auf der Südhalbkugel gibt es außerdem keinerlei Bedrohungen, weder durch das Wetter noch durch das politische Drama, das sich andernorts abspielt. Und trotz seiner Isolation verfügt Neuseeland über eine entwickelte Wirtschaft, einen guten weltweiten Ruf und Fachleute, die dir bei der Offshore-Lagerung, dem Kauf und Verkauf von Gold behilflich sein können. Es ist auch eine bequeme Wahl, weil Neuseeland ein Land ist, in dem das Common Law herrscht und Englisch natürlich die Muttersprache ist. Jeder, der also gut Englisch beherrscht, wird dort sehr gut zurechtkommen. Wer heute zum Beispiel in London Geld lagert, aber sich vielleicht fragt, ob London der beste Ort ist, wird wahrscheinlich feststellen, dass Neuseeland die Vorteile einer Insel hat, ohne aber die politischen Verwicklungen des UK. Wenn ich auf einer Insel lagern würde, wäre es mir lieber in Neuseeland als in UK, ganz ehrlich gesagt. Nun, ich habe einen Wohnsitz in UK und wir haben ja schon gesagt, du sollst dich in deinem Wohnsitz lagern. Insofern käme UK auch ohnehin nicht in Frage für mich. Wenn du Gold und andere Vermögenswerte auf der ganzen Welt diversifizieren und lagern willst, verdient Neuseeland einen Platz auf deiner Liste. Platz 3 gehört der Schweiz. Die Goldlagerung in der Schweiz gibt es schon seit Jahrhunderten. Die Schweiz ist eben eine Wahl der alten Schule. Würdest du in Deutschland den Durchschnittsbürger nach der Goldlagerung fragen, würden sie dir wahrscheinlich sofort mit der Schweiz kommen. Die Schweiz ist eben der einzige Ort, welcher der Otto-Normalverbraucher einfällt. Und diese Annahme ist auch durchaus berechtigt, denn die Schweiz bleibt ein guter Goldlagerplatz. Sie verfügt tatsächlich über die weltweit größten Goldreserven pro Kopf. Allerdings wird es in den kommenden Jahren immer mehr Menschen geben, die ihr Geld aus der Schweiz abziehen werden. Ich kenne Mandanten, die bereits damit begonnen haben, ihr Gold aus der Schweiz nach Singapur transportieren zu lassen. Die Gebühren in der Schweiz sind einfach viel zu hoch und der Service ist eben lange nicht so gut wie in Singapur und lange nicht so innovativ. Innovationen wie in Singapur, das ist in der Schweiz undenkbar. Die Schweiz ist ein Goldlagerort der alten Schule, wie gesagt. Obwohl der Ruf der Schweiz ja in den letzten Jahren gelitten hat, die Schweizer Regierung hat vor vielen Jahren das legendäre Schweizer Bankgeheimnis zerstört zum Beispiel, haben fast alle Goldhändler, die etwas auf sich halten, immer noch die Schweiz als Goldlagerstätte im Programm. Denn wie gesagt, viele Kunden fragen trotz allem danach. Meiner Meinung nach ist die Schweiz ein guter sekundärer Goldlagerort, wenn du über ein umfangreiches Portfolio verfügst, auch wenn viel Reichtum nach Osten wandert und Singapur, wie ich schon mehrfach gesagt habe, mein klarer Favorit ist. Die Schweiz kann da einfach nicht mithalten, aber da es sich um ein Land der alten Schule handelt, ist auch Innovation gar nicht so wichtig. Kunden, die in die Schweiz kommen, wollen keine Innovation, die wollen dieses etwas altbackene, etwas altmodische. Goldlagerstätten in der Schweiz bieten im Grunde genommen keine Hebel- oder Darlehensmöglichkeiten an. Du kannst auch nicht einfach so dein Gold besuchen kommen, was ja doch bei vielen modernen Goldhändlern heutzutage möglich ist. Aber wie gesagt, Kunden, die die Schweiz nutzen, die wollen auch diese Gimmicks überhaupt nicht. Die Schweiz ist ein großartiger Ort, weil es dort keine Währungsbeschränkungen gibt. Wenn man von der Schweiz nach Singapur fliegt, gibt es in Sachen Bargeld und Edelmetalle nicht viel zu erklären, nicht viel zu beachten. Während sich der Rest Europas im Krieg gegen das Bargeld befindet, ist die Schweiz im Grunde ein Hauch frischer Luft diesbezüglich. Auch wenn die Schweiz heute nicht mehr der beste Ort für die Offshore-Lagerung von Gold ist, verdient sie dennoch einen Platz auf dieser Liste. Neutral, entwickelt und respektiert, dient sie seit Jahrhunderten als ein sicherer Hafen für die Reichen der Welt. Land Nummer 4 auf unserer Liste ist Hongkong. Also, wie gesagt, wir alle wissen, was natürlich in Hongkong in den letzten Jahren so passiert ist. Hier wurde also Hongkong gezwungen, politisch immer näher an China heranzurücken. Die Idee der zwei Systeme, also des liberalen Hongkong und des totalitären China, das hat sich wohl als Illusion erwiesen. Aber dennoch ist eben Hongkong weiterhin interessant. Ich habe es ja vorhin schon genannt. Wer sich ganz konkret aus dem Westen wegbewegen will zur Goldlagerung, der ist vielleicht in Hongkong gar nicht mal so schlecht bedient. Hongkong blickt auf eine lange und bewegte Handelsgeschichte zurück und hat sich in der Region zu einem wichtigen internationalen Finanzzentrum entwickelt.
Der Vermögensverwaltungssektor in Hongkong ist recht weit fortgeschritten, sodass der Besitz physischer Edelmetalle von Natur aus geschätzt wird. Hongkong ist auch Asiens führendes Edelmetallzentrum, da in der Stadt zahlreiche Raffinerien tätig sind. Gold kann problemlos in die Stadt und wieder herausgebracht werden. Und als wichtiger globaler Verkehrsknotenpunkt gibt es eine solide Logistikinfrastruktur, auf die du dich verlassen kannst, mit vielen privaten Goldlagerstätten, die günstig in der Nähe des Flughafens oder des Stadtzentrums liegen. Hongkong verfügt über rund 2 Tonnen an Goldreserven, was den Bürgern das Vertrauen gibt, Gold zu besitzen. Darüber hinaus ist die Farbe Gold in der chinesischen Kultur traditionell ein Zeichen für Wohlstand und Glück, wo man sie bei besonderen Anlässen und Geschenken oft in Kombination mit der Farbe Rot sieht. Die Farbe Gold gilt als die schönste Farbe und symbolisiert die Freiheit von weltlichen Sorgen. Wollen wir das nicht alle haben? Deshalb wird sie auch häufig in buddhistischen Tempeln verwendet. Also Hongkong, wie gesagt, kann für dich interessant sein. Auch hier würde ich das Gleiche sagen für die Schweiz. Nicht als primärer Goldlagerungsort, aber wenn du hier wirklich diversifizieren willst, dann kann Hongkong durchaus interessant sein. Und nochmal, füll das Formular aus, Link hier in der Beschreibung und dann schicken wir dir mehr Infos zu einem guten Goldlageranbieter in Hongkong. Platz 5 auf unserer Liste sind die Cayman Islands. Die Cayman Islands sind ein relativ neuer Player, wenn es um die Goldlagerung geht. Manche Leute mögen das Land wegen seiner geografischen Nähe zu den USA und zu Kanada. Für viele ist es aber tatsächlich schwierig, dorthin zu gelangen, vor allen Dingen, wenn du von Europa dorthin fliegst. Dennoch handelt es sich im gesamten Offshore-Bereich um eine sehr gute Wahl. Allerdings, wie alles auf den Cayman Islands, ist auch der Preis für die Goldlagerung 3- oder 4-mal so hoch wie an anderen Orten. Grundsätzlich sind die Cayman Islands einfach sehr teuer. Es ist eben eine richtige Premium Jurisdiction. Tatsächlich würde ich sagen, dass es in den meisten Fällen keinen Sinn macht, auf den Cayman Islands Gold zu lagern. Auch verlangen die Banken sehr hohe Mindestbeträge. Aber nichtsdestotrotz, manche Mandanten sind ja ohnehin immer wieder mal auf den Cayman Islands, haben dort Firmen und so weiter. Und dann kann es natürlich Sinn machen. Es gibt dort auch einen bankenunabhängigen privaten Goldlagerungsanbieter. Wie gesagt, wir senden dir die Details gerne per E-Mail zu. Die einzige mögliche Sorge, die ich bezüglich der Cayman Islands hätte, ist, dass der UK hier irgendwas dreht. Die UK hat ja vor einigen Jahren schon mal ein anderes britisches Überseegebiet, die Turks and Caicos Inseln, letztlich hier bestraft und hat ihnen die Unabhängigkeit wenigstens teilweise genommen, weil dort irgendwas nicht gelaufen ist. Wenn das auf den Caymans passiert, wäre es natürlich schlecht, vielleicht für den Goldlager, wer weiß. Das ist das einzige politische Risiko, was ich sehe. Meiner Meinung nach sind die Cayman Islands ziemlich solide, auf jeden Fall solider als Panama. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, ich bin mit Panama und den Anbietern dort nicht wirklich glücklich. Aber wenn du dir Panama überlegst und dort ein Gold lagern willst, dann kommen auf jeden Fall auch die Cayman Islands für dich in Frage. Land Nummer 6 ist der United Kingdom, Großbritannien und dort spezifisch London. London ist wegen der Größe seines Goldmarktes natürlich ein unheimlich wichtiger Umschlagsplatz für Edelmetalle. Dies ist die Folge eines historischen Zufalls. Vor 100 Jahren, als die meisten großen Goldfunde der Welt stattfinden, war London der Kapitalgeber für Goldminen auf der ganzen Welt. London bleibt eines der wichtigsten Finanzzentren der Welt, mit New York wahrscheinlich das wichtigste der Welt, das Zentrum der weltweiten Devisenmärkte und die natürliche Zeitzonenbrücke zwischen den USA und dem fernen Osten. Aufgrund seiner Marktgröße bietet London in der Regel den preislich konkurrenzfähigsten Edelmetallmarkt der Welt. Und rund um den Globus wird Goldbarren Loco London gehandelt, was bedeutet, dass ein Verkäufer, selbst wenn dieser in New York ist, möglicherweise seinen konkurrenzfähigsten Preis erzielen kann, mit einem Käufer, der bereit ist, die Ware in London in Tresor abzuholen. Wenn du als Käufer bereit bist, Großbritannien als Goldlagerort zu akzeptieren, natürlich seit 200 Jahren hat sie sich als zuverlässig erwiesen, ist London ein guter Standort und ausnahmslos preislich attraktiv. Die politischen Risiken vorhin haben wir natürlich schon besprochen. Der UK ist ja leider vielfach hier in Konflikte im Ausland involviert. Wenn du im UK einen Wohnsitz hast, so wie ich, würde ich dir nicht raten, dort Gold zu lagern, aber andernfalls kann es natürlich interessant sein.
Das letzte Land auf unserer Liste, Land Nummer 7, sind die USA. Die Vereinigten Staaten werden von internationalen Investoren fast überall als erstklassiger, sicherer Hafen in Zeiten politischer und finanzieller Turbulenzen angesehen. Die militärische und wirtschaftliche Stärke des Landes, seine starke Rechtsstaatlichkeit und seine riesigen und liquiden Finanzmärkte machen es zu einem erstklassigen Reiseziel und Aufbewahrungsziel für dein Gold. Dies wird, wie oben erwähnt, durch die Stärke des US-Dollars in Zeiten der Unsicherheit belegt. Die Amerikaner, die zu den größten Goldinvestoren der Welt gehören, sind daher natürlich stolz auf diese Stärken, möglicherweise zu sehr. Wenn es tatsächlich eine Kategorie von Anlegern gäbe, für die das Halten von Gold außerhalb der Vereinigten Staaten eine ausgezeichnete Option wäre, dann wären es die Amerikaner selbst. Ja? Wenn du Amerikaner bist, die amerikanische Green Card hast, in den USA lebst, dort einen Wohnsitz hast, würde ich dir auf keinen Fall empfehlen, dort Gold zu lagern. Denn während Amerikaner oder andere, die eben in den USA steuerpflichtig sind, wie die meisten Goldinvestoren einen starken Anreiz haben, einen Teil ihrer Bestände in den USA aufzubewahren, wo sie schnell und einfach darauf zugreifen können, gehen viele der größten Risiken, denen sie ausgesetzt sind, von der eigenen Regierung und dem eigenen Finanzsystem aus. Das muss man ganz klar so sagen. In der Tat sind amerikanische Goldinvestoren dauerhaft traumatisiert durch Franklin Delano Roosevelts Anordnung in den 1930er Jahren, Gold von US-Bürgern, Verbänden und Unternehmen zu beschlagnahmen. Aber nicht von Ausländern, wohlgemerkt, aber von amerikanischen Steuerzahlern. Die Anleger wurden mit $20 pro Unze entschädigt. Das war damals der Goldpreis. Da Gold jedoch anschließend auf $35 pro Unze aufgewertet wurde, wurden die Kapitalgewinne, die sie normalerweise mit diesen Beständen erzielt hätten, faktisch enteignet. In dieser Hinsicht besteht übrigens einer der Reize von Silber darin, dass die Vereinigten Staaten während dieser Weltwirtschaftskrise kein Silber enteignet haben. Tatsächlich scheint es für Regierungen weitaus schwieriger zu sein, Silber zu enteignen als Gold. Aber nochmal, wer steuerlich keinen Bezug zu den USA hat, dem bieten sich dort viele gute Möglichkeiten der Goldaufbewahrung. Wir haben dort auch eine gute Möglichkeit, wo du Gold lagern kannst. Die USA haben kein Interesse betreffend dem Vermögen von Ausländern in den USA mit anderen Staaten zusammenzuarbeiten. Du weißt ja, die USA nehmen nicht am automatischen Informationsaustausch teil. Also daher für jeden, der in Amerika nicht steuerpflichtig ist, sind die USA eine gute Wahl. Das waren unsere 7 Länder, aber jetzt habe ich noch ein Bonusland, sozusagen Land Nummer 8 hier. Und dabei handelt es sich um Kanada. Toronto, um ganz spezifisch zu sein. Es zählt ja zu den größten Finanzzentren der Welt mit einer niedrigen Kriminalitätsrate und einer äußerst vielfältigen, gut ausgebildeten Bevölkerung gilt Toronto hinsichtlich der Lebensqualität als einer der besten 15 Städte weltweit. Kanada gilt weithin als eine der am wenigsten korrupten Volkswirtschaften der Welt. Und sein auf dem britischen Gewohnheitsrecht basierendes Rechtssystem setzt strenge persönliche Eigentumsrechte durch. Viel strenger zum Beispiel, als wir das im Code Zivilrecht kennen, was ja in Kontinentaleuropa gilt. Die Weltbank stuft Kanada im Hinblick auf die Einfachheit der Geschäftsabwicklung auf Platz 17 von 185 Ländern ein. Kanada ist der 8. größte Goldproduzent der Welt und der 11. größte Silberproduzent. Es beherbergt außerdem 3 der größten Good Delivery Raffinerien. Kanadische Goldlager genießen in der Branche einen hervorragenden Ruf, was Kanada zu einem offensichtlichen Standort für die Lagerung deines Goldes macht. Sie bieten umfassenden Service sowohl für Privatanleger als auch für Gewerbekunden. Etliche Anlagen verfügen über mehrere Tresore der Klasse 3 und sind durch Lloyd's of London versichert. Es gibt wirklich fast keine bessere Möglichkeit der Goldlagerung in Nordamerika. Kunden stehen auch hier diverse Dienstleistungen zur Verfügung. Unter anderem kannst du dein Gold besuchen gehen. Es gibt strikte, getrennte Lagerung und umfassende Versicherungen, jährlich unabhängige Prüfungen durch Anbieter wie zum Beispiel Bureau Veritas. Daher also, wenn du kein kanadischer Staatsbürger bist und auch in den USA, würde ich sagen, keine steuerlichen Interessen hast, dann kann Kanada für dich auch sehr interessant sein, was die Goldlagerung anbelangt. So, das waren sie, unsere 7 Länder plus ein Bonusland. Insgesamt also 8 Länder, wo du dein Gold außerhalb der EU lagern kannst. Mich würde interessieren, was du über diese Auswahl an Ländern denkst. Hast du auch Gold? Wo lagerst du dieses? Kannst du uns einen Tipp geben? Vielleicht findest du eines der Länder oder mehrere Länder, die wir hier vorgestellt hatten, eine nicht so gute Wahl.
Lass es uns in den Kommentaren wissen. Ich freue mich, von dir zu hören. Nochmal, wir haben eine Liste mit Anbietern hier für dich zusammengestellt. Ein Anbieter pro Land, was wir heute hier besprochen haben. Diese Anbieter erhältst du von uns kostenlos und unverbindlich. Klick auf den Link hier in der Beschreibung. Dort kannst du dann deine Daten hinterlassen und wir schicken dir die Liste der Goldlagerstätten in den 8 besprochenen Ländern zu. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.